Aloha hier aus Kauai und herzlich willkommen zur ersten Folge von Paradise Talk, einem neuen Format hier auf meinem YouTube-Kanal, das ich ab sofort einmal die Woche mit dir teilen möchte und in dem es um Tools, um Sichtweisen, um Perspektiven, um Gedanken, um Impulse gehen soll, die ich mit dir teilen möchte, die meinem Herzen entspringen, die meiner Welt entspringen und die dazu dienen sollen, dich zu ermächtigen, dich dein Paradies in deinem Leben, im Innen wie im Außen, erschaffen und leben zu lassen. Und heute, in dieser ersten Folge Paradise Talk, möchte ich mit dir über ein oft wenig beachtetes, aber unglaublich wichtiges und zugleich eigentlich simples Thema sprechen, nämlich Fokus. Ja, Fokus ist eigentlich ja nichts anderes als die bewusste oder auch oft eben unbewusste Lenkung unserer Aufmerksamkeit und damit unserer Energie. Kurz gesagt könnte man sagen, wohin dein Fokus gelenkt ist wie ein Scheinwerfer eines Autos, ja. Dahin fährst du. Das ist dein Weg. Und mittels der Wahl deines Fokus wählst du auch deinen Weg. Wählst du die Welt, die du für dich kreierst. Und das klingt jetzt erstmal ganz nett oder vielleicht auch ein bisschen theoretisch für den einen oder anderen. Aber mir ist letztens wieder etwas begegnet, wo mir das ganz bewusst geworden ist und weshalb ich jetzt auch dieses Thema für die erste Folge von Paradise Talk gewählt habe. Und zwar hat meine Schwägerin mir erzählt, dass sie letztens mit einer Bekannten über AI gesprochen hat, über künstliche Intelligenz, und diese Bekannte meinte, nein, das kann man ja nicht einsetzen, das sollte man nicht verwenden, denn es verbraucht so viele Ressourcen. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich mir gedacht, ja, das ist mal wieder ein typisches Beispiel für falschen Fokus. Und auch eine typisch deutsche Angelegenheit, ehrlich gesagt. Anstatt uns zu fragen, wie können wir dafür sorgen, dass uns Energie auf diesem Planeten in immer höherem Maße zur Verfügung steht, nachhaltig zur Verfügung steht, und anstatt zu erkennen, dass eben der Weg zu mehr Energie auch der Weg in immer höhere, größere, paradiesischere Potenziale, übrigens auf verschiedenen Ebenen, sowohl elektrische Energie als auch unsere persönliche Energie ist, sagen die Deutschen lieber, wir nutzen das Potenzial der künstlichen Intelligenz nicht. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Ausrichtungen von Fokus. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Fokus wirklich grundlegend deine Welt erschafft, oder die Wahl deines Fokus wirklich grundlegend deine Welt erschafft, ist dieses Bild, das ich dir jetzt hier mal einblenden möchte, das mir schon öfter begegnet ist und das ich auch oft gerne auf Social Media teile, weil ich es so mindblowing finde. Dieses Bild hier zeigt zwei Politiker, die du vielleicht kennst. Der eine ist von der Linkspartei in Deutschland, auf der linken Seite, und der andere ist der Präsident von Argentinien. Und diese beiden Politiker betrachten ein und dasselbe Thema, aber mit unterschiedlichem Fokus. Der eine sagt, ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Der andere sagt, ich finde, es sollte keine Armen geben. Sie betrachten also das Thema finanzieller Reichtum auf ganz unterschiedliche Weise und kreieren damit zwei radikal unterschiedliche Welten. Die eine Welt ist eine Welt des Mangels, eine Welt der Begrenzung, eine Welt der Destruktivität,
Die andere Welt ist eine Welt der Möglichkeiten, eine Welt der Fülle, des Reichtums und des Wohlstands für alle. Ja? Lies dir diese beiden Statements gerne nochmal durch und denke mal wirklich darüber nach und versuch dabei vielleicht jegliche politischen Vorurteile auch einmal außen vor zu lassen, egal welcher politischen Richtung von diesen beiden du angehörst oder glaubst irgendwie dich verbunden zu fühlen. Fühl einmal nur hinein in diese beiden Statements und versuche mal zu verstehen, auf Zellebene auch und auf Verstandesebene auch, was diese beiden unterschiedlichen Fokusse machen mit einer Welt oder mit der Welt dessen, der sie ausrichtet. Diese Scheinwerfer des Autos. Ja? Wenn wir einmal uns vor Augen geführt haben, dass unser Fokus und die Wahl unseres Fokus eines unserer wichtigsten Schöpfungswerkzeuge ist, dann dürfen wir uns viel öfter fragen, denke ich eigentlich in meinem Alltag überwiegend in Problemen oder in Möglichkeiten? Wähle ich täglich den Fokus und damit die Welt, in der ich wirklich leben möchte? Oder laufe ich auf Programmen, die mir eine Welt kreieren, die ich eigentlich gar nicht erschaffen möchte? All das führt letztendlich zu der großen Entscheidung, die in diesem Film, der wirklich prophetisch ist, die Matrix, du kennst den Film sicherlich, auch dargeboten wird. Willst du die eine Pille oder die andere? Willst du verharren in der Matrix der Kleinheit, in der Matrix der Fremdbestimmung, des Programmiertseins? Oder möchtest du erwachen zur Größe deiner Seele, zu deinem göttlichen Potenzial, zu deinem besten Leben, zu deinem Paradies? Ich lade dich ein, beobachte im Alltag zunehmend, welchen Fokus du wann setzt. Ist er destruktiv oder konstruktiv? Richtet er den Scheinwerfer deines Lebensfahrzeugs auf etwas, das du möchtest, eine Welt, in der du leben möchtest, eine Welt, die sich gut anfühlt, ein Weg, der sich gut anfühlt, der dir entspricht, der sich nach Freiheit, Fülle, Freude und Leichtigkeit anfühlt, eine Welt voller Potenziale? Oder richtest du deinen Scheinwerfer deines Lebensfahrzeugs auf das Gegenteil, auf Probleme, Einschränkungen, eine Welt, in der du eigentlich gar nicht leben möchtest? Wir leben im Jahr 2025, wir leben in einer massiven Umbruchszeit und es ist jetzt an der Zeit, neue Programme zu etablieren in dir, in der Welt. Programme der Fülle, Programme des Erwachens, Programme, die das Paradies auf die Erde holen. Für dich, im Privaten, in deiner Welt und dann dadurch auch für die ganze Menschheit. Und der erste und wichtigste Schritt dorthin ist die Wahl des richtigen Fokus. Denn die Wahrheit ist, du bist göttlich, du bist machtvoll, du bist hier, um dein Licht zu verkörpern, um das Paradies auf die Erde zu holen. Also, was wählst du heute? Jetzt. Teile gerne in den Kommentaren mit mir, wie du ab sofort mit der Wahl deines Fokus umgehen möchtest, wie du damit dein Leben gestaltest oder bisher vielleicht auch schon gestaltet hast. Würde mich sehr interessieren, was du zum Thema Fokus und dieser großen Macht, die in seiner Wahl liegt, zu sagen hast. Ich freue mich auf deine Kommentare und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und damit du auch alle folgenden Ausgaben von Paradise Talk und auch die anderen Serien auf meinem Kanal hier sehen kannst und immer benachrichtigt wirst, wenn neue Videos erscheinen, abonniere doch diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Damit bleibst du immer auf dem Laufenden, auf dem Weg hin in dein Paradies. Und jetzt bleibt mir nur noch, bis wir uns wiedersehen, dir eine Zeit voller Freude, voller Wohlgefühl, voller Wunder zu wünschen. Alles Liebe.